In diesem Video stellen wir uns die Frage: Bin ich Experte genug, um einen Online-Kurs zu launchen? Ja, manchmal kommt das ja so überall, ne? Man hält sich einfach nicht für gut genug, ne? Du weißt, was du kannst, du hast das gelernt, du machst das vielleicht schon viele, viele Jahre und dennoch kommt irgendwann diese bohrende Frage auf, so, ja, kann ich das überhaupt einen Online-Kurs zu machen? Kann ich das lehren? Bin ich gut genug? Viele werden dir jetzt sagen, solange du besser bist als deine Teilnehmer, ist das alles in Ordnung. Ich vertrete diese Meinung nicht, tut mir leid. Ich bin nicht der Meinung, dass der Lehrer, wie auch immer der Lehrer aussieht, ob der in der Schule ist, ob das im Online-Kurs ist, ob das ein Yoga-Lehrer ist, ob das ein Sänger ist oder Musiklehrer oder wer auch immer. Ich bin nicht der Meinung, dass der im Buch nur eine Seite weiter sein kann als sein Schüler. Ich sage dir auch warum. Ganz einfach. Wenn der Schüler eine Frage stellt und der Lehrer die nicht beantworten kann, hat man ihn eigentlich aus dem Konzept gebracht, also den Lehrer erstmal. Und den Schüler hat man, ja, der hat dann den Eindruck, dass der Lehrer einfach nicht fähig ist. Ne? Will ich dir jetzt ausreden, Online-Kurse zu erstellen? Nein, natürlich nicht. Und wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, reicht dein Expertenwissen komplett aus. Aber es ist wichtig, die Zusammenhänge zu kennen. Ne? Also bleiben wir einmal beim Yogakurs. Da habe ich jetzt so gar keine Ahnung von. Ne? Wenn ich aber mir 5-mal einen Yogakurs angeguckt habe und mir 10 Übungen gemerkt habe, kann ich dann mehr als mein Teilnehmer? Ja, vielleicht, weil er ein Anfänger ist, kann sein. Kann ich ihm das dann beibringen? Um Gottes Willen, nein. Weil ich kenne die Abfolge nicht, ich weiß nicht, wofür welche Übung gut ist, was die trainiert. Wenn er mich fragt, so kann ich das machen, weil ich habe Schmerzen in der Beine oder ich habe im Nacken Schmerzen, kann ich das machen? Kann ich die Frage nicht beantworten. Und schon stehe ich zum einen ziemlich dumm da und zum anderen, ja, kann ich auch nicht wirklich helfen. Ne? Also das, was der Online-Kurs dann eigentlich machen soll, nämlich helfen, das kann ich nicht. Weil ich kann diese Frage ja gar nicht fundiert und beantworten. Und aus diesem Grunde bin ich nicht der Meinung, dass du im Buch nur eine Seite weiter sein kannst als dein Schüler und dass du einfach nur ein bisschen mehr wissen musst. Also es ist schon gut, wenn du etwas richtig gut weißt. Wenn du mit etwas richtig gut Erfahrung gesammelt hast. Wenn du mehr als, ich sag mal, einen Monat Hobbyerfahrung damit hast. Hobby ist für mich immer, wenn ich damit 1 Stunde oder 2 am Tag verbringen kann nach meiner Arbeit. Experte bist du, wenn du dich in etwas richtig reinknien kannst, wenn du viele, viele Stunden jeden Tag damit verbringst, wenn du immer wieder etwas machst, jeden Tag am besten, wenn du das lehrst oder lernst von der Pike auf und es gelehrt bekommst. Ja? Das ist dann für mich irgendwann ein Experte. Also jeder, ich sag mal, der Einzelhandelskaufmann gelernt hat, ist ein Experte in diesem Bereich. Ja? Der kann etwas über Lebensmittel erzählen. Auch da bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner. Wenn ich jetzt mich hinstellen sollte und sollte über die verschiedenen Käsesorten referieren, wird das definitiv daneben gehen. Ne? Ich meine, ich kenne Gouda, ich kenne Emmentaler und dann hört es auch auf. Also ich wäre nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Ist das im Online-Kurs jetzt so wichtig? Weil ich sehe meine Schüler ja nicht, ne? Und ich komme irgendwie drum herum. Das ist richtig. Du kommst drum herum. Du kannst wahrscheinlich das Ganze auch ein wenig überspielen. Und wenn dir jemand eine Frage per E-Mail stellt, kannst du ja notfalls bei Google danach suchen. Oder jemand anderen um Rat fragen. Ist alles möglich. Aber du kommst nicht so rüber. Ne? Also ein Lehrer weiß eigentlich, welche Fehler sein Schüler in Zukunft machen wird, weil er das schon ganz oft erlebt hat. Ne? Also die Sache ist, im Englischunterricht zum Beispiel, ich habe lange Englisch unterrichtet, ich wusste schon von vornherein, wenn mir ein Schüler seine Simple Present Sachen gegeben hat und ich sollte die nachgucken, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit fehlte irgendwo ein S. Ne? He, she, it, das S muss mit, haben wir alle gelernt, aber viele tun es eben nicht. Ja? Und das macht ein Lehrer natürlich aus, dass er weiß, da ist eine mögliche Fehlerquelle. Ja? Beim Yoga, dass der Lehrer weiß, da und da könnte eine mögliche Haltung daneben gehen und das könnte nicht gut tun für den Nacken, Rücken oder was auch immer. Das macht natürlich jemanden aus, der mehr davon weiß als nur ein bisschen. Ja? Und sich das gerade mal eben angeguckt hat.
der nur eine Seite weiter im Buch ist. Ja, deswegen, ich bin dieser nicht populären Meinung, es genügt nicht, wenn du nur eine Seite weiter im Buch bist. Und Gründung habe ich dir gerade gegeben. Ich würde natürlich jetzt interessieren, wie du das siehst. Schreib mir das doch in die Kommentare. Reicht das? Bist du dann Experte genug? Wann bist du Experte genug? Letztendlich kannst nur du das beurteilen. Weil wie gesagt, im Online-Kurs kann man natürlich vieles überspielen. Aber man muss auch recht professionell rüberkommen, ne? Weil was nutzt mir das ganze nicht vorhandene Wissen, was ich dann googeln kann, wenn ich ein Video aufnehme und gar nicht vernünftig rüberkomme. Und ja, ich denke mal an Videos von Gimondo. Ja? Die Jungs und Mädels, die da trainieren und die da was beibringen, die wissen, was sie tun. Ne? Das glaube ich, dass die das leben, dass die das richtig gerne machen, ne? Dass die Übungen toll ausführen und so weiter. Es gab mal einen Kochkurs von Frank Rosin. Da weiß ich, dass der gute Mann das kann. Ja, der kocht jeden Tag rund um die Uhr am liebsten. Ich weiß, dass der das kann. Da muss ich nicht darauf vertrauen, dass er weiß, wie man, ja, was weiß ich, den Knoblauch schneidet. Ja? Das weiß er einfach, weil er das gelernt hat, weil er Experte in diesem Bereich ist. Deswegen, was immer du gelernt hast, sehr wahrscheinlich bist du darin Experte. Also bitte nicht jetzt alles ad acta legen und denken, ach nee, ich kann nie wieder einen Online-Kurs geben, weil das schaffe ich nicht und ich bin eigentlich nicht Experte. Experte bist du in dem Punkt, worin du Erfahrung gesammelt hast. Ich hatte mal einmal ein Coaching. Die Dame wollte sich selbstständig machen, eine eigene Webseite haben, als Affiliate Produkte verkaufen und sie wollte das zu dem Thema Patchwork-Familie machen. Als sie erst Patchwork sagte, habe ich erst wirklich an Patchworken gedacht, ne, ans Nähen, dass man verschiedene Sachen zusammennäht, Patchwork eben. Aber sie meinte eine Patchwork-Familie. Und sie hatte da viele, viele Jahre Erfahrung drin. Ne? Ihr Freund war zu ihr gezogen mit seinen 3 Kindern, sie hatte Kinder. Ja, Patchwork-Familie eben. Ne? Und hatte sie darin Erfahrung? Natürlich. War sie darin eine Expertin? Sehr wahrscheinlich. Ne? Also wenn man jeden Tag 5 Kinder handeln muss und muss die ja bespaßen, muss mit denen Hausaufgaben machen, gucken, wer was gerne isst und so weiter und die zur Schule bringt und die Termine koordinieren und alles, worauf man so achten muss, dann ist sie sehr wahrscheinlich Expertin für dieses Thema, auch ohne, dass sie das in einer Lehre gelernt hat. Ja, sehr wahrscheinlich hat sie einfach die nötige Erfahrung gesammelt und kann dazu Stellung nehmen zu verschiedenen Dingen. Sie weiß schon, was passiert. Ne? Das ist genau dasselbe wie mit dem Simple Present. Man weiß schon, was passieren könnte. Man weiß schon, wo Fehler aufkommen könnten. Und so wird das bei ihr auch sein in dem Bereich, weil sie einfach ja schon die Erfahrung gemacht hat. Das eine war gut, das andere schlecht. Irgendwas dazwischen hat sie dann daraus für sich die Lehre gezogen und hat dann ja eben das umgesetzt, was richtig war für ihre Familie. Du siehst, Experte wird man nicht nur, wenn man eine Lehre gemacht hat, sondern eben auch, wenn man die nötige Erfahrung gesammelt hat. In diesem Sinne lasse ich jetzt einmal alleine überlegen, worin du Expertin bist oder Experte bist. Falls du das noch nicht weißt, ich verlinke hier oben das Video mit den 3 Ps. Da kannst du einmal herausfinden, welches Thema für dich genau richtig ist. Also bitte nicht alle Online-Kurse jetzt ad acta legen. Du bist in irgendetwas Experte und du bist in irgendetwas nicht nur eine Seite weiter als deine Schüler. In diesem Sinne freue ich mich darauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, lass uns ein Abo da, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und klick auf den Like-Button. Bis dann, tschüss.